Antibiotikaresistenzen kennen keine Grenzen. Sie betreffen Menschen, Tiere und die Umwelt gleichermaßen. Die Bekämpfung dieser Resistenzen kann man nur gemeinsam angehen. Dieses Vorgehen nennt man auch One Health-Prinzip. Eine Gesundheit bedeutet das. Das heißt, alle arbeiten zusammen. STAR ist ein Paradebeispiel für so ein Projekt. STAR wurde schon bei der Ausarbeitung gemeinsam ausgearbeitet mit Mensch, Tier, Umwelt, Landwirtschaft. Es wurden auch externe Betroffene einbezogen, also Branche oder Berufsorganisationen. Und das hat dazu geführt, dass STAR eine sehr breit abgestützte und auch heute noch mitgetragene Strategie wurde. Die Umsetzung von STAR war auch immer gemäß diesem Prinzip bis heute. Man hat immer zusammengearbeitet, auch wenn es mal schwierig wurde. Diese Zusammenarbeit ist nicht immer einfach, dieses One Health Vorgehen. Es braucht viel Geduld, es braucht Kompromissbereitschaft und auch sehr viel Kommunikation. Man muss sich austauschen, man muss gemeinsam Wege finden. Es ist vielleicht nicht immer der schnellste Weg, aber in meinen Augen ein sehr nachhaltiger Weg, der auch wirklich nachhaltige Resultate liefert. STAR hat schon sehr viel bewirkt, wir haben einiges erreicht, auch wenn wir noch nicht ganz am Ziel angekommen sind. Wenn man das Gesamtprojekt, STAR-Projekt anschaut, also eben bei dieser Zusammenarbeit, da kann man sicher die Kampagne nennen, die große Bevölkerungskampagne, die in den letzten Jahren schweizweit ersichtlich war mit Plakaten oder Werbespots. Wir haben diese Kampagne gemeinsam ausgearbeitet in den Bereichen. Sie ist für Tier, Mensch und Umwelt gleichermaßen und soll den Schweizerinnen und Schweizern den Wert der Antibiotika aufzeigen. Weiter gibt es jedes zweite Jahr einen gemeinsamen Bericht, einen Resistenzbericht, den Swiss Antibiotic Resistance Report. In diesem Bericht sind die Daten aus allen Bereichen zusammen aufgeführt. Früher haben alle Bereiche ihre Resultate einzeln veröffentlicht und neu wurde das in einem Bericht zusammengefasst. Es wird auch analysiert, wo sind Zusammenhänge da, das ist ein gemeinsames Produkt. Dann gibt es ANRESIS, das ist das Resistenzzentrum. Auch das ist gemeinsam für Mensch und Tier. Im Tierbereich ist für mich einer der größten Erfolge, dass eine sehr starke Sensibilisierung stattgefunden hat. Also jeder Tierarzt, jede Tierärztin, auch jeder Tierhalter, jede Tierhalterin weiß heute, wie wichtig dieses Thema ist. Und das sieht man auch. Wir haben in den letzten 10 Jahren massiv weniger Antibiotika verkauft im Tierbereich. Das sind mehr als die Hälfte weniger im Vergleich zu vor 10 Jahren. Und das ist nicht einfach so passiert. Tierärzte, Tierärztinnen und auch Tierhalter haben sich überlegt, was kann ich anders machen, wo habe ich Handlungsspielraum und haben auch den Mut gehabt, etwas auszuprobieren, bekannte Pfade zu verlassen. Es gab auch diverse Unterstützung, also zum Beispiel wurden Hilfsmittel erarbeitet, Therapieleitfäden, Impfempfehlungen und das hilft natürlich, wenn man etwas ändern möchte. Ein großer Erfolg ist auch die Antibiotika-Datenbank, die aufgebaut wurde im Tierbereich. Da müssen Tierärzte und Tierärztinnen jede Verschreibung eintragen, jede Antibiotikaverschreibung. Und diese Datenbank hilft, dass man Problemfelder ganz genau erkennen kann. Und so sind natürlich dann auch gezielte Maßnahmen möglich, genau dort, wo es sie auch braucht. Diejenigen, die es gut machen, heute schon, die werden so auch geschützt, weil man die Schwerpunkte nicht dort legt. Das Wichtigste für uns ist, dass die Tiergesundheit weiterhin gefördert wird. Man muss sich vorstellen, gesunde und robuste Tiere, die werden weniger krank und brauchen folglich auch weniger Antibiotika. Wie kann man diese Tiergesundheit fördern? Es gibt ein ganzes Potpourri an Maßnahmen, die man ergreifen kann. Das fängt an bei der Verhinderung, dass überhaupt Keime an die Tiere rankommen, also Hygiene, Hände waschen, Biosicherheitsmaßnahmen ergreifen. Dann ist sehr wichtig, wie die Tiere gehalten werden, wie sind die Ställe, wie ist die Fütterung, wie werden die Tiere gemanagt. Da gibt es immer Möglichkeiten für Verbesserungen.
Es ist wichtig, dass alle Beteiligten das nötige Wissen haben, also Fortbildung, sei es auf Seiten Tierhaltende, sei es bei der Tierärzteschaft. Und ganz wichtig scheint mir, dass die Zusammenarbeit auch hier greift. Also dass nicht jeder für sich probiert, etwas zu tun, sondern dass die Tierhaltenden mit der Tierärzteschaft zusammenarbeiten, aber auch weitere Personen mit einbeziehen, die beratende Funktionen haben. Und je mehr Zusammenarbeit stattfindet, desto bessere Lösungen können gefunden werden. Jeder Einzelne kann etwas tun, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, das nützt nicht. Wir haben verschiedene Rollen, also wir sind zum Beispiel selber Patienten oder Patientinnen, wir haben Kinder, Angehörige, wir haben vielleicht Haustiere oder wir sind in der Landwirtschaft tätig und haben Nutztiere. Und wir sind auch Konsumenten von tierischen Lebensmitteln. Und in all diesen Rollen können wir etwas bewirken. Antibiotika sind nicht immer nötig. Es gibt auch Krankheiten, da braucht es keine. Es wird vermehrt Diagnostik gemacht. Man untersucht das Blut oder was auch immer, damit man ganz gezielt sehen kann, ja, was ist das für ein Erreger und wirken die Antibiotika überhaupt und welche. Und so kann man sehr genau therapieren. Wenn es braucht, dann sollte man die auch einsetzen und richtig einsetzen. Dafür sind Ärzte und Ärztinnen wie auch Tierärzte und Tierärztinnen da, die beraten ihre Kunden und Patienten und man sollte sich an diese Empfehlungen und Anweisungen halten und es genau so machen, wie es einem gesagt wird. Ich bin vor allem stolz auf die Zusammenarbeiten, die entstanden sind in den letzten Jahren. Sei dies zwischen den Bundesämtern, den Forschenden, den Betroffenen, mit der Branche. Da gibt es wunderbare Zusammenarbeiten, die wirklich auch fruchten. Und dann bin ich natürlich ganz besonders stolz auf diejenigen Tierärztinnen und Tierärzte, Landwirte und Landwirtinnen, die in den letzten Jahren den Mut hatten, etwas zu verändern, ihre vielleicht alten, liebgewonnenen Gewohnheiten zu ändern und auch etwas zu riskieren. Man sieht das an diesen deutlichen Abnahme der Antibiotika-Verkaufszahlen und ich finde, das hätte von der Gesellschaft auch ein bisschen mehr Anerkennung verdient, weil schlussendlich kommt das allen zugute, dieses Engagement.